Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch dieses Muster. Das Muster ist zum Beispiel für Tagesdecken oder für Kissenbezüge, aber auch für Taschen sehr gut geeignet. Das ist die rechte Seite und so schaut die linke Seite aus. Man kann das Muster beidseitig verwenden. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Musterrabatt besteht hier aus 4 Maschen plus 2 Maschen. Und da sind stets 2 Reihen, die wir wiederholen. Für das Muster schlage ich die Luftmaschen an. Dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal komplett um, halte den Faden hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und dann weitere Luftmaschen anschlagen. In die ersten Reihen häkeln wir jetzt feste Maschen. Und zwar in die zweite Luftmasche stiche ich ein, nicht in die erste, sondern in die zweite, hole den Faden, 2 Schlingen auf dem Haken, beide Schlingen durch, das ist eine feste Masche. In die nächste Schlinge stiche ich ein, hole den Faden und häkle die nächste feste Masche und so häkle ich, bis ich am Ende der Reihe ankomme. Also in jede Luftmasche häkle ich jeweils eine feste Masche. Die zweite Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt häkle ich das erste Stäbchen in die zweite feste Masche, also die Masche überspringe ich. Die erste hier steche ich ein und häkle das erste Stäbchen. Also Umschlagfaden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. Das ist ein Stäbchen, das erste Stäbchen. In die nächste Masche häkle ich das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen in die nächste Masche. Und jetzt häkle ich ein Stäbchen hinter diese ganzen Maschen. Also ich hole einen Umschlag, stiche hier in die erste feste Masche ein, hole von hinten den Faden, ziehe diesen durch und häkle ein Stäbchen. Die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. So schaut es aus. Jetzt wiederholen wir das Ganze. Jetzt muss man genau hinschauen. Also hier haben wir schon ein Stäbchen gehäkelt. Das heißt, ich überspringe diese Masche und gehe in die nächste. Stiche ich hier in die nächste Masche ein und häkle das erste Stäbchen. In die nächste Masche das zweite Stäbchen und in die nächste Masche das dritte Stäbchen. Und jetzt häkle ich wieder ein Stäbchen in die erste feste Masche. Also Umschlag, hier stiche ich ein, hole von hinten den Faden und häkle ein Stäbchen. Also ich würde das ein bisschen noch mehr nachziehen wie in dem ersten Fall. Jetzt habe ich das ein bisschen lockerer gemacht. Also nochmal Umschlag in die erste feste Masche, reingehen, Faden holen und ein Stäbchen häkeln. So, jetzt häkeln wir weiter. Also hier haben wir schon ein Stäbchen gehäkelt. Die Masche überspringe ich und dann häkle ich wiederum 3 Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte Stäbchen. Und jetzt häkle ich wieder zurück
einen Umschlag hier, in die Masche stiche ich ein, hole den Faden und häkle ein Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir stets. Also eine Masche überspringen, in die nächste Masche häkle ich das erste Stäbchen, dann das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Und jetzt häkle ich einmal zurück. Ich falte mir hier ein bisschen zusammen, hole den Faden und häkle ein Stäbchen. Dann kann man alles wieder schön auseinanderziehen. Also da war ich schon, die überspringe ich und da stiche ich ein. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, das dritte Stäbchen. Jetzt stiche ich hier wieder ein, also Umschlag, einstechen, so schaut das Ganze aus. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe, da habe ich diese vier Stäbchen gehäkelt und in die letzte Masche häkle ich noch ein Stäbchen. So schaut es aus und jetzt häkeln wir die nächste Reihe. Ich häkle eine Luftmasche, wende das Ganze. Jetzt häkle ich in jede Masche der Vorreihe jeweils eine feste Masche. Also ich steche nicht da, sondern hier steche ich ein und häkle die erste feste Masche. Dann wie gesagt in jede Masche der Vorreihe häkle ich jeweils eine feste Masche. Also man sieht von oben, wo die Maschen sind. Wir haben jeweils immer 2 Schlingen. Da steche ich ein und häkle jeweils eine feste Masche. So schaut es aus. So, am Ende der Reihe stricke ich, da haben wir noch das letzte Stäbchen. Hier steche ich ein oder man kann auch hier einstechen und die letzte feste Masche stricken. Und die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt wiederholen wir praktisch ab der ersten oder ab der zweiten Reihe. So, ich überspringe diese erste feste Masche und gehe hier, steche hier ein in die zweite und häkle das erste Stäbchen. Dann das zweite und das dritte Stäbchen. So, und jetzt häkle ich in die erste feste Masche, also Umschlag, hier einstechen, ein bisschen so zusammenklappen, so um die Stäbchen Faden holen und ein Stäbchen häkeln. So, jetzt machen wir das gleiche, also hier sehe ich an den Schlingen, dass ich hier schon ein Stäbchen gehäkelt habe. Das überspringe ich und hier steche ich ein. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. So, und jetzt gehe ich wieder in dieses Stäbchen zurück. Da steche ich ein, um die Stäbchen so Faden holen und ein Stäbchen häkeln. Und dann wiederum das gleiche. Hier war ich schon, die überspringe ich. Da steche ich ein. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. So, und
und jetzt häkeln wir wieder einmal nach hinten. So. So schaut das Ganze aus und so häkeln wir dann weiter, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, am Ende der Reihe habe ich 4 Stäbchen gehäkelt und in die letzte Masche steche ich nochmal ein und häkle ein Stäbchen. Und die nächste Reihe häkeln wir genauso wie vorhin eine Luftmasche. Ich wende das Ganze und häkle jeweils in jede Masche der Vorrunde oder Vorreihe jeweils eine feste Masche. So. Also ich habe jetzt feste Maschen gehäkelt und die nächste Reihe häkeln wir genauso wie die Stäbchenreihe davor. Genau, so schaut das Muster aus. Ich häkle dann noch ein paar weitere Reihen und ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, schreibt mir auch ganz viele Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.